Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Und wie versprochen, gibt es heute die Reaction auf die Cord und Camera oder die, genau, Cord und Dashcam, Top 6 Most Shocking Moments Road Wars. Ja, deswegen gucken wir es uns heute an. Let's go. Und, ja, mal gucken, was so abgeht. Rein da, Digga. A man's dash cam records an aggressive driver trying to weave their way through Warum muss ich jetzt niesen, Digga? Perfekt. Weiter geht's. traffic. Alter. But the driver is boxed in by the truck and car in front of them. Okay, time for road rage. Let's see this idiot. Idiot. Almost crashing out the wall. As a dangerous driver tailgates, the pickup truck applies its brakes. Something stupid, come on. Okay, let's see. Give it a try. Oh, maybe not. Suddenly, Okay, what are you doing? the driver makes a dangerous move to pass using the far right lane, but they misjudge. Digga. Was? Ich hoffe so sehr, dass er das überlebt hat, ne? As the Wir haben das nochmal in Zeitlupe, Leute. driver tries to squeeze through the truck and the car beside it, they lose control and slam into the granite wall. Despite the violent crash, the driver, a 27-year-old man, sustains only minor injuries. He receives summonses for reckless driving and weaving in traffic, and hopefully a hard lesson in how not to drive. Road Wars, ja. In Austin, Texas, a motorist with a dash cam is waved on by a dump truck driver who may be having some trouble. The car's driver continues down a long, curving hill to a stoplight. The intersection is busy, making it a bit more challenging for cars in the far right lane to make the turn on red. Ich mach, glaube ich, mal hier Untertitel an, weil sonst versteht ihr das nicht, Leute. Nee. Nicht Englisch, Junge. Ich will kein Englisch. Which is very bad. Digga, ich will kein Englisch. Ich will Deutsch. Deutscher Untertitel, Junge. Leute, es tut mir jetzt gerade leid, dass es jetzt so anfängt. Hä? Albanisch, Junge, bist du Wahnsinn? Bist du dumm oder so? Digga. Ich hab doch auf Deutsch gestellt, Junge. Englisch, Digga. News Komm, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach so, dann müsst ihr jetzt damit klarkommen. for the driver in this gray sedan. Also um den geht's hier, um das Ding. The dump truck from Was? Bruder, ich fahr kein Auto. earlier plows into a gray sedan, pushes it through the intersection, hits several other vehicles, Digga. Das ist ja mal richtig abgefuckt. and then punches through a concrete barrier before finally plummeting more than 15 feet and landing on its side in a ravine. Thankfully, good Samaritans are able to pull the driver out before his Also haben sie den noch gerettet, ja gut. truck catches fire. Emergency personnel arrive on the scene. The driver of the gray sedan is reportedly treated for concussion. The 19-year-old driver of a red car that was T-boned reportedly incurs a spinal injury. None of the motorists, including the trucker, sustain life-threatening injuries.
Investigators later determined brake failure as the cause of the multi-car collision. As bad as this situation was, considering the extent of the damage and the number of vehicles involved, everyone is lucky it wasn't much, much worse. Also die hatten richtig Glück, Leute. In Yuba City, California, a Dashcam records as Lily Peterson rides with her husband Michael and two of their children. Oh, wenn Kinder im Spiel sind, Digga, da bin ich immer so richtig sensibel. Probably why my feet are cramping right now. We were just leaving our daughter's house. She lives in that area. I travel that road a lot, every day. But today, this ordinary family drive, filled with ordinary conversation, is about to become anything but ordinary. I hope they wash my truck tomorrow. Was? Digga! Oh my god. 911! Ach du Scheiße. 911! A car flies through the air. Aber warum ist die Frage? Warum, frage ich mich. Between hanging power lines and lands bumper first, directly in front of the family's car. Oh my god. 911! 911! When I saw it, I had automatically just screamed. I thought at first it was Ja, a du kannst ja auch nichts anderes machen, außer schreien. rocket because I couldn't tell since I wear glasses. Maybe nobody was in there. Oh my God, Mike, can you just back up a little bit? Well, honey, just hold on. Get out of You're not gonna be able to do much. Get out of the way, please. Die Sache ist, wenn da keiner drin ist ja gut. Wenn da jemand drin ist scheiße. My biggest fear was Weil that ich glaube nicht, dass du das überlebst. that car was going to explode. Stop it, Yes, Carlos. we are on the onstart ramp on Yuba City, and there was a car that fell off the highway. It didn't fall off. It jumped the whole road. Everything starts to move like it seems slower, and your thought process is not the same. Ich meine, guckt euch das mal an, Leute. Das ist ja nicht mal... Also du kannst hier keine Person erkennen zumindest. Ich kann keine Person hier erkennen, aber Digga, das ist ja mal so richtig, richtig krank. Da kann ich froh sein, dass ich in Deutschland lebe, ne? Jetzt mal abgesehen von der Politik, weil die ist heftig beschissen hier in Deutschland. Aber ich kann verdammt nochmal froh sein, dass es nur so Autos gibt, die sich überschlagen und nicht einfach Autos, die über über so eine Rasenfläche hier springen und dann einfach auf dem Asphalt aufschlagen. Digga, das ist Endgegner, Digga. Also du denkst, du wärst in so einem Set von so einem Horrorfilm, ne? Oder von so einem Actionfilm. Because in my whole entire life, I had never seen something like that. It was very difficult for me to find the phone, to dial 911, to remember. Ich glaube, das überlebst du nicht. Das überlebst du nicht, weil du bist dann, wenn du da drin sitzt, angeschnallt und, ne? Wenn du da angeschnallt bist, gut. Gurte retten Leben, heißt es ja. Aber es ist nicht immer, es muss nicht immer der Wahrheit entsprechen, Leute. What the name of the street was, what had happened. As Lily remains on the phone with 911, Hold on. I'm afraid to go over there, but Michael musters up the courage to scope things out, terrified of what he'll find. Unstopped road. Okay, what's the description of the vehicle? It's a white car, I think. Einzige, Digga, wirklich, das Einzige, wo ich meinen Hut, ja, nicht das Einzige, aber wo ich meinen Hut tatsächlich vorziehe, ist, dass die wenigstens, und das sage ich jetzt an jeden Autofahrer in Deutschland, dass die wenigstens noch rausgehen und helfen. Wenn so ein Unfall ist, in Deutschland, das habe ich letztens erst gesehen, ich war ja erst in Berlin, am Donnerstag. Und, Quatsch, was laber ich denn? Am Freitag war ich in Berlin, so rum.
Und da gab es auch wieder so eine Situation, dass ein Krankenwagen an mir vorbeigefahren oder an uns vorbeigefahren. Und da macht keiner Platz. Und deswegen finde ich es gut, dass hier so Leute wenigstens noch rausrennen und den Leuten helfen, selbst wenn sie sich damit in Lebensgefahr begeben, weil du nicht weißt, ob das Auto explodieren kann oder nicht. On fire. When Also ich glaube, wenn das explodiert wäre, wäre es jetzt hier nicht auf YouTube. I saw that car, I didn't even think that anybody was actually in it, the way it was going and the way of the impact. But when Michael looks inside the wrecked vehicle, he sees that it does in fact have a driver. A 26 Hä? Lol, warte mal, wie soll denn das dann gehen? 26-year-old woman who is conscious and amazingly appears to have only minor injuries. The victim is taken to a nearby hospital. Also, da saß doch jemand drin, gut. Ja. Apparently, she had lost control of her vehicle as it accelerated up an overpass after being involved in a hit and run on the adjacent highway. I can't imagine someone driving that fast to hit that ramp, go flying over the bridge, and the impact falling on the other side of the road where we were at. Needless to say, the event left a very lasting impression on Lily and the whole family. I'm very cautious now because some people run the stop signs, people are not paying attention, they're on their phones. Whatever you do, just be aware all the time because, you know, you're not the only one in the road. Sie hat die richtigen Worte ausgesprochen. Leute, es gibt ja immer wieder so Leute, die vereinzelt sagen, ach ja, ich bin nur kurz mal am Handy, ja, das regst du dich nicht so auf. Digga, du musst die ganze Zeit, scheiß drauf, ob dir jetzt deine Freundin geschrieben hat, ob dir dein Vater geschrieben hat, ob dir die Polizei irgendwie, weiß ich, ob dir jetzt dein bester Kumpel geschrieben hat, ey, kannst du mal vorbeikommen, ich werd gerade erpresst, ey, ich bin gleich tot oder ich liege im Sterben. Scheiß drauf, du musst dich, wenn du im Auto sitzt und fährst, musst du dich fucking nochmal auf die Straße konzentrieren. Auf die Straße und vor allem, was um dich rum passiert, weil du bist nicht, weil, das habe ich gerade verstanden, die Frau hat ja gesagt gerade eben, du bist nicht die einzige Person auf diesem Highway. Oder auf der Straße, generell. 911, 911. In High Point, North Carolina, a truck's dashcam captures vehicles crossing train tracks that appear to be safe, now that a southbound train has just passed by. Oha. Da hätte ich so Schiss, Digga. Ich glaube, das kannst du auch nicht überleben. When suddenly, the gate comes down again, trapping the truck with a dashcam and a blue Digga, warum fährt der auch? car on the tracks as a northbound train approaches. The car's driver gets out in a panic. The train is just seconds away, so she runs for cover. While the truck driver puts it into reverse, pushing through the gates behind them. Seht ihr, was da passieren kann, Leute? Digga. Ich find's noch gut, dass er wenigstens hier wegläuft. Oder sie, oder wer auch immer. Aber Digga, man geht doch nicht. Man stellt sein Auto doch nicht auf die Gleise ab. Gut, vielleicht war es irgendwie ein verlorener Sträfling, der einfach gerade eine Bank ausgeraubt hat und sein Auto loswerden wollte, aber man stellt es doch nicht auf den Gleisen ab. Vor allem, wo hier noch Leute hinten drin sitzen oder hinten dran stehen. Bound train demolishes the woman's car. Das war eine Frau. The driver of the car flees the scene, but 2 days later, she turns herself into police and is charged with having no operator's license and cited for a railroad crossing violation. Oh! Sie hat keinen Führerschein gehabt. Chillig. So at a train crossing, remember, waiting for all the signals to be clear is well worth the extra time. Officers respond to reports of an allegedly intoxicated man outside a shopping center in Jonesboro, Arkansas. How much have you had to drink? Nothing. I ain't drank anything. You know what? I have drank something, but it's none of your business.
since the suspect shows no interest in cooperating. What's your last name, man? Police Er decide weiß seinen Hinternamen nicht, natürlich. to take him down to the station. Put your legs in the car for me. Or whatever. But before the cruiser even begins its journey, the suspect uses some impressive flexibility Was? to remove one hand from the cuffs. Lol. The officer drives off completely Ja, komm, Junge. Überleg mal gleich mal. unaware. You know what I'm gonna do? What? Watch. But the badly behaving suspect doesn't hide his secret for long. Look at that. Broke free. Junge, warum zeigst du das denen noch? Du. Oh, ist egal, das ist so dumm. County that my subject is out. His coat in the bag. Concerned for the suspect's safety as well as his own, the officer turns on the siren and accelerates through traffic. The suspect appears to hold a lighter to the front seat, distracting the officer and causing disaster. Ey, Digga, das ist so dumm von dem. The officer loses control and veers off the road, ejecting the suspect out the rear window. Sache ist, guckt euch das mal an, wenn hier hinten das Ding zerspringt. Es muss dich einmal nur hier treffen oder hier oder irgendwo und du bist tot. Sofort. As the car flips over. Das ist einfach nur traurig, Digga, dass er einfach die ganze Zeit so am Randalieren ist und gesagt hat, ey, guck mal hier. Es ist so dumm. Es ist so dumm von ihm. Sorry, aber es ist richtig, richtig dumm. Amazingly, the suspect is able to get up and flee the scene, but is soon captured and charged with escape third degree, public intoxication, fleeing on foot, and being a minor in possession. How you feel, buddy? How you feel? The officer, however, has to be extracted from the vehicle and is airlifted to a nearby hospital, but thankfully is released a short time later. A close call for the officer and the suspect, both of whom are lucky to have escaped with their lives. Haben sie den wenigstens geschnappt? Terry Zamore is a rideshare driver in Fort Lauderdale, Florida. She just dropped off a customer when suddenly her car gets slammed into by another driver. When she hit me, I was definitely in shock. Got out of the car to exchange information. There was a third car involved in this that was going the other direction that I got pushed into. That driver also got out of the car. But it seems the driver who caused the accident has no plans of sticking around. So Ein Geisterfahrer. Terry tries to stop her. Got in front of her, she threatened to run me over. I climbed on the hood so she couldn't run me over. I figured she wouldn't drive with me on the hood of a car. I was wrong. It's pure adrenaline rush. Da bleibt die einfach drauf stehen oder was? The woman stops the car after driving a few feet, and Terry demands that she stays put. She seemed like at that point she was willing to stay in the scene. So Terry goes back to her car, while the woman picks up the pieces of her own car. Ah, das ist ihr eigenes Auto. Oh, Junge. But then, incredibly, the woman drives off. So Terry immediately jumps into her car and goes after her. Quickly catching Ja, weil das ist nämlich Fahrerflucht, Digga. Und das up to her at the next intersection. I
I just wanted to catch her for the police. I assumed the car had insurance, which would have helped me, but mostly I just felt it important to chase her down. But then suddenly, the woman runs the red light. Bruder, sie macht sich hier nicht beliebt mit dem Gesetz. So Terry follows suit and manages to catch up to her again, eventually cutting her off. But once again, the hit-and-run driver pulls away. Ich wollte gerade sagen, die hat den bestimmt jetzt auf die Fresse gehauen, Junge. When Terry catches up to her a third time, she makes a bold, aggressive move, forcing her into a parking lot. Das war so ein typischer GTA-Move. Weil wer hat es nicht mal gemacht, Leute? Wer hat es nicht mal gemacht, wenn du so ein Auto unbedingt haben wolltest und es verkaufen wolltest oder meinetwegen zu diesem Simeon bringen musst? Wer hat es nicht gemacht? Du lenkst das Auto, du rammst es so lange zur Straßenseite, bis du rausgehst oder bis der Fahrer fluchtartig das Auto verlässt und dann kannst du einsteigen, kannst wegfahren. Wer hat es nicht gemacht in GTA 5 Online? Oder in GTA Story Modus? Oder in GTA 5 Story Modus, so rum. Sie fährt einen Mazda, Digga. Da wird mir jetzt, da kommt jetzt wieder so ein Spruch in mir hoch. Platz da für den Mazda, Junge. Nochmal schön einen reinwürgen. I knew that parking lot only had one exit. I wasn't sure if a car would be capable of driving through the hedges. So Terry immediately attempts to take the woman's keys from her. Ja, komplett frei. Give me my key. You give me my key. Give me my key. Ich finde das gut, dass sie das macht, weil hier in Deutschland war Selbstjustiz nicht erlaubt. Deswegen, ne? Für alle, die es mitbekommen haben, der Typ, der meine Freundin fast sexuell missbraucht hätte, den hätte ich dann auch nicht mehr auf die Schnauze hauen können. Obwohl, wenn ich den sehe, mache ich das irgendwann trotzdem. Das ist mir scheißegal, also. Ja. Aber man sieht halt, wie krass sie da durchgreift. Viele andere hätten sich so aufgeregt, hätten sich erstmal so gedacht, ja, jetzt rufe ich erstmal hier im Pannendienst an und was weiß ich, aber sie geht richtig in die Gegenoffensive, Digga. Where's my key, lady? Where's my key, lady? Get her off me! She just ran my car. She just ran into me on the thing in the train. Aber warum hat sie dann ihr Handy hier oben? Wenn vorhin noch die Frau gesagt hat, pass bitte auf, wo du lang fährst. Weil du bist nicht die einzige Person auf der Straße. Müsste sie eigentlich draus gelernt haben. Ran me! She just did a hit and run. No, I didn't. I You hit have me. the whole thing on Dashcam. Did you see her hit? Did you see her run? Der kam bestimmt aus England. I saw it. The witness keeps the peace until police Can I arrive have a cup of tea, please? shortly after. Thanks to Terry's footage, the other driver receives citations for an expired driver's license, leaving a Alleine wie sie schon auf dieses Auto klettert. crash scene without giving information, failure to register a motor vehicle, and having no proof of insurance. I showed the police Dashcam video and that ended that. As for Terry's car, I had a lot of damage. The right passenger side, where she T-boned me, and then the front left, where she pushed me into the oncoming traffic. Basically, all Oha, Digga. Ja, da seht ihr mal wieder, was für, wie leicht man Autos beschädigen kann. So, das ist das Ding. three sides of the car. Terry took a big risk in pursuing the other driver and is aware that were it not for the dashcam video, things might have turned out very differently. I will not drive without a dash cam.
Video doesn't lie. People do. Road Wars. Ja, Leute, das war ein sehr, sehr unterhaltsames Video. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Passt bitte auf, wenn ihr im Straßenverkehr seid, weil ihr habt gerade gesehen, das kann sehr, sehr scheiße ausgehen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und wenn ihr jetzt noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, könnt ihr das gerne hier unten tun. Wir stehen kurz vor den 98 Abonnenten. Es würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Jahr noch die 100 Abonnenten knacken. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Haut rein. Und ja, wir sehen uns, meine Freunde. Ciao, ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.